Schon gehört? Immer mehr Videospiele fallen gerade Covid-19 zum Opfer. Jetzt musste sogar Amazons MMO New World dran glauben. Also erstmal kein Flug in die neue Welt für Bezos. Möglicherweise sogar ein Glücksfall, dass die Pandemie den Kritikern zuvorkam. Denn in den letzten Monaten wurde da nicht gerade mit rumgekleckert. Vielleicht freuen sich die Entwickler sogar ein bisschen, dass sie das ambitionierte Projekt jetzt mit gutem Grund verschieben dürfen und das ein oder andere System nochmal überdenken können. Für Mai müsst ihr euch jetzt also anderswo PC-Futter suchen. Flüge, Bootsfahrten oder was auch immer nach Aternum fallen bis voraussichtlich August flach. Dürfte sich aber als gar nicht so leicht rausstellen. Denn ausgerechnet jetzt, wo alle zu Hause hocken, ist in der Videospielwelt ganz schön Flaute angesagt. Cyberpunk 2077 war für April geplant, wurde aber schon vor Corona auf September verschoben. Und sonst? Wir können ja nicht mehrere Monate lang nur Animal Crossing zocken. Oder vielleicht doch? Auch The Last of Us 2 wurde erst kürzlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund sei das Virus. Aber im Internet orakeln natürlich die Verschwörungstheoretiker, beispielsweise, dass das Spiel noch nicht fertig ist oder dass sich Sony es jetzt doch für den PS5-Release aufsparen will. Mittlerweile tippe ich ja auf Marketing-Albtraum. Eine postapokalyptische Welt, die von einer mysteriösen Krankheit erledigt wurde. Gut, genau genommen ist es dort ein Pilz, aber den Menschen aktuell eine komplett zerstörte Welt mit verzweifelten Bewohnern schmackhaft zu machen? Schwierig. Da hat vermutlich gerade niemand in Sonys Werbeteam Bock drauf. Ganz besonders dann nicht, wenn sie wie so viele gerade von zu Hause arbeiten müssen. Homeoffice kann eine tolle Sache sein, aber erstens nicht für jeden und zweitens sind jetzt halt gerade wirklich alle zu Hause. Inklusive dem plötzlich Trompete spielenden Nachbar und dem unausgelasteten Nachwuchs. Und vielleicht sitzt da noch ein Haustier in der Ecke, das sich mit großen Augen fragt, warum dieser Zweibeiner jetzt immer da ist. Ganz zu schweigen von der Koordination. Eine Telefonkonferenz mit 3 Leuten kann schon im Chaos enden. Jetzt stellt euch das Ganze mit 300 vor. Da sind kleinere Studios definitiv im Vorteil. Ich meine, bestes Beispiel ist Ori and the Blind Forest. Die Entwickler waren nämlich überall auf der Welt verteilt und die Kommunikation lief hauptsächlich über Programme à la Skype, Trello und Slack. Das Ergebnis spricht meiner Meinung nach für sich. Ganz abschreiben sollte man das Videospieljahr 2020 also noch nicht. Vor allem, weil einige Spiele die Entwicklungsphase ja längst hinter sich gelassen haben. Um Cyberpunk 2077 müsst ihr euch zum Beispiel auch keine Sorgen machen, sagt zumindest CD Projekt Red. Aber das Sprichwort vom Regen in die Traufe passt dennoch ein bisschen. Denn, um auf Amazon zurückzukommen, die Logistikunternehmen, die haben es gerade echt nicht leicht. Das beginnt mit Lieferengpässen bei heiß begehrten Spielen à la Final Fantasy VII Remake und endet mit dem überlasteten Paketboten, bei dem sich Dev-Kits stapeln. Also die für die Entwicklung unverzichtbaren Rohvarianten von PS5 und Xbox X. Ganz zu schweigen davon, dass die Nintendo Switch gerade weltweit seltener wird als Klopapier. Aber komplett auf digital umschwenken? Geht halt auch nicht. Das Internet pfeift ja schon aus dem letzten Loch. Und jetzt stellt euch vor, Millionen von Spielern laden gleichzeitig zig Gigabyte große Spiele runter. Suboptimal. Wir müssen uns wohl noch auf einige Verschiebungen in den nächsten Monaten einstellen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber hey, immerhin ist Google Stadia gerade für knapp 2 Monate kostenlos. Yay! Ich bange vor allem um die Neuauflage meines geliebten Final Fantasy Crystal Chronicles. Das wurde jetzt schon 2-mal verschoben und nochmal überlebe ich einfach nicht. Wie sieht's bei euch aus? Cyberpunk? World of Warcraft Shadowlands? Irgendwas anderes? Ich bin neugierig, schreibt's mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.